Mein Name ist Barbara Eisler. Ich arbeite beim Hotel Planz Thun und das seit mehreren Jahrzehnten. Mein Arbeitgeber tut sich in sozialen und in nachhaltigen Projekten engagieren. Wir werden in regelmäßigen Abständen kontaktiert, ob jemand von uns eine Person kennt mit Einschränkungen, die sich vielleicht den Traum erfüllen lassen. Mir ist Nicole Spichiger sofort in den Sinn gekommen. Ich habe Long-Covid mit Verdacht auf ME/CFS. Ja, das war ein echter Knackschluss, der uns hier erreicht hat. Auf der einen Seite haben wir Nicole, die unter Long-Covid leidet und entsprechend nicht zu viel Action haben in einer so Traumafüllung. Weil das Letzte, was wir wollten, ist, dass sie einen Crash erleidet wegen dem. Und auf der anderen Seite haben wir Teenager, die voller Energie sind und Action suchen. Und ja, es ist uns gelungen, um alles unter einen Hut zu bringen, dank der Mithilfe vom FC Thun und vom Hotel Beatus. Aber schaut selbst. Ich bin einmal mit meinem Onkel an die Thunmatch gekommen, mit dem Cousin. Und dann sind wir mehrmals gegangen. Und dann bin ich Fan geworden. Das ist für mich etwas vom Schönsten, was ich hier machen kann. Eben so in speziellen Fällen, wenn ich irgendjemandem auf diese Art eine Freude machen kann. Mir braucht es wenig eigentlich, aber ich kann irgendetwas versuchen auszulösen und sehen, wie Leute lachen und auch glücklich sind dadurch. Das ist eigentlich das Höchste, was man heute im Leben haben. Es gibt mir dann selber auch für mich. Also wir haben hier vor der ganzen Mannschaft ein kleines Geschenk für euch. Wir wissen alle, oder wir haben mal erzählt, was ihr durchmacht und wie ihr das durchmacht. Das ist Wahnsinn und ich finde das alle super. Wir hoffen, dass das hier immer so ein Ort ist, wo ihr könnt abtanken könnt, wo ihr viel Freude erleben könnt. Und ihr seid hier immer herzlich willkommen. Das Geschenk. Die letzte Überraschung. Es macht ja keinen Sinn, in das Stadion anschauen und dann sind wir auf dem Platz shooten lassen. Jetzt haben wir die zwei besten Goalien noch für die Penalty zu schiessen. Und jetzt würden wir einen Wettbewerb machen, jeder Goal schiesst 3 Penalty. Schön hat es geklappt. Ich habe Long-Covid mit Verdacht auf ME/CFS. Das war auch der Grund, warum du heute Morgen nicht dabei sein konntest. Bei dem, ja, für deine Familie doch grosse Geschichte mit dem FC Thun. Das ist Wahnsinn, dass quasi die Krankentrauer solche Momente nimmt. Es ist jetzt das erste Mal, dass ich seit über 2 Jahren so etwas mache, wo nicht ein Spitalaufenthalt ist. Das ist dann schon ein bisschen Routine. Was ist jetzt selber? Penalty geschossen? Ja, bei mir noch, ja. Wie nimmst du es wahr, die Krankheit in unserer Gesellschaft? Ist Verständnis da? Ich verstehe, dass das schwierig ist, oder wenn du es siehst, und siehst die Krankheit nicht an. Dass wir dann nach etwas Kleinem 2 oder 3 Stunden müssen schlafen im Minimum, das sieht dann niemand. Und das ist für die Gesellschaft ja auch schwierig, das dann auf eine Ebene zu bringen. Weil das, was ich sehe, widerspiegelt nicht unsere Erzählung. Und ich glaube, darum ist es einfach so schwierig in der Gesellschaft, dass das noch nicht akzeptiert ist, sondern das heisst, ja, die will noch nicht. Was macht das mit einem, wenn man gerade auch so gesellschaftliche Stigmatisierung muss? Das ist schlimm. Ja, ich kann seit 4 Jahren nicht mehr arbeiten. Und ich habe wirklich meinen Beruf
geliebt. Wir haben überhaupt nicht mehr sozial leben oder sehr wenig. Also es ist alles dermassen auf das Minimum reduziert, also das lässt sich niemand raus. Oder so viele Kinder, die betroffen sind, die einfach die können nichts mehr machen. Die können weder in die Schule, noch können sie ihre Kollegen treffen. Und das lässt sich einfach niemand freiwillig raus. Und das macht es sehr schwer. Also wenn du es immer noch erklären und mit Beispiel kommt, aber es wird wie nicht angenommen. Also es ist immer noch so, ja, du musst halt wollen. Und dann fällt es definitiv nicht bei uns. Da habe ich noch etwas für euch. Ja. Liebe Nico, liebe Spichigers, wir hoffen euch mit dem Erlebnis beim FC Thun und dem Wellnesspaket im Hotel Beatus einen kleinen Traum erfüllt zu haben. Im Wissen, dass wir deine Long-Covid-Erkrankung damit nicht zum Verschwinden bringen können, soll dir euch der heutige Tag Kraft geben, weiter zu kämpfen, auf dass dir euch noch viele Träume erfüllen könnt. Alles Gute und Liebe, A Million Dreams und Hotelplan. Merci. Wow! Nein, so cool, schau mal, Erinnerungen. Merci, viel Mal.